Hallo an alle da draußen, heute ist Sonntag, der 10. September und was haben wir denn vor? Nichts. Ja, erzähl mir keine Märchen. Ich weiß ganz genau, was du wieder vorhattest. Ich? Los, Gar nichts. ab auf deinen Platz. Nochmal. Hallo an alle da draußen, heute ist Sonntag, der 10. September. Autsch! Was? Wie? Ja, sehr lustig. Und wer ist das überhaupt? Du kennst mich doch unter dem Namen Trixie 2. Ich bin jetzt gelb und heiße Yellowstone. Ja. Yellowstone, wie passend. Ich hatte ja damals schon die Befürchtung, dass das wohl keine so eine gute Idee war, den da oben zu klonen. Jetzt weiß ich warum. Ja, es reicht jetzt, es ist genug. Sehr, sehr witzig. Au. Zum zweiten Mal. Und du bleibst jetzt? Ja, für den Moment. Das kann ja heiter werden. Oh Mann. Okay. Kann ich dann nochmal? Klar, an uns liegt es nicht. Ja. Sehr witzig. Okay, dann zum dritten Mal. Hallo an alle da draußen. Heute ist Sonntag, der 10. September und es geht endlich weiter mit dem Bau unserer Titanic. Wir gehen nach vorne in den Bugabschnitt und es geht weiter mit den Tüten Nummer 4 und den Tüten Nummer 8 sowie mit den beiden Tüten B und 4 aus dem Lightkit Game of Bricks. Und starten werde ich gleich hier mit der Tüte Nummer 4. Das sind diese LEDs, die für die Rettungsboote außerhalb eigentlich gedacht sind. Da benutze ich ja eines der LEDs für das Krähennest im Mast und das muss ich zuerst jetzt mal verlegen, bevor ich die nächsten Lego-Ebenen drauf bauen kann. Ich muss auch ein paar, 2, 3 Steine entfernen, damit ich das da verlegen kann. Ja, und damit geht es dann jetzt auch los. Brixie, du bist soweit? Ja. Pass auf beim Zählen und lass dich vor allem von dem da nicht ablenken. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir. Diese 3 Lego-Scheinwerfer, die benötige ich nicht, weil ich ja nur eines der LEDs verwende. Es gibt ja noch gar nichts für mich zu tun. Ich wollte dich nur von Yellowstone weghaben. Sehr witzig. Schatzkeks. Ja, hier sind mittlerweile diverse Kabel, die sich angesammelt haben. Die werden beim nächsten Mal dann zusammengefasst. Okay, das wäre das. Jetzt hier erstmal als Vorbereitung das LED dann für das Krähennest. Jetzt geht es dann weiter mit den Tüten Nummer 4. Die habe ich hier auch schon ausgepackt. In der großen Tüte waren übrigens nochmal 2 weitere kleine Tüten drin. Und wir haben, wie man sieht, jetzt sehr viele Kleinteile. Ich gehe mal davon aus, das wird im gesamten oberen Bereich so sein, weil es fehlen ja schließlich noch über 4000 Steine. Könntet ihr vielleicht mal ruhig sein? Die Zuschauer interessiert, was ich rede und nicht euer Getratsche. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sehe ich genauso. Naja, das, was ich jetzt sehe, ist, dass du jetzt hier mal verschwindest und nicht Brixie ablenkst. Der muss sich jetzt nämlich gleich konzentrieren. Los. Spielverderber. Dann gehe ich halt. Musste das sein? Ja, das musste sein. Du sollst dich jetzt
auf deine Arbeit konzentrieren, dass du dich nicht wieder verzählst. Das wäre ja, wie wir ja wissen, nicht das erste Mal. Okay, bist du dann soweit? Ja. Dann starten wir. Was soll das denn jetzt? Los, weg da! Schon wieder. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Du bist auch keine Biene. Kusch, los, hau ab! Ich warne dich jetzt ein letztes Mal. Verschwinde!
Schon wieder. Na warte. Autsch! Du hast es so gewollt. Und hier mal wieder ein kleiner historischer Fakt zur Titanic, der hier in der Bauanleitung steht, nämlich dass die Titanic mit 3 Ankern ausgestattet war, jeweils einer Steuerbord und einer Backbord, und der schwerste, der saß in der Mitte. Für die beiden Buglaugenleisten vorne an der Bugspitze kommen 2 der 3 LED-Bänder aus der Tüte B des Lightkits Game of Bricks zum Einsatz. Beim Abziehen der Schutzfolie der LED-Bänder muss man echt aufpassen. Man denkt, man kann die so einfach wegziehen, aber da ist direkt unten drunter das eigentliche Klebeband. Achtet beim Befestigen des LED-Bandes beim Ankleben, dass die LEDs sich in den Löchern befinden. Allerdings ist nur jedes zweite in einem Loch drin. Die anderen liegen direkt auf, aber da die nicht benötigt werden, ist das nicht so dramatisch. Sollte man beim Lösen der Schutzfolie aus Versehen das Klebeband mit abgezogen haben und dieses nicht mehr an die Stelle bekommen, wo es mal war, ist das nicht so dramatisch hier im vorderen Teil des Buges, weil das LED-Band zwischen den Lego-Reihen eingeklemmt wird. Ja, das waren die Tüten Nummer 4. Es sind auch wieder ein paar Steinchen übrig, knapp 10 Stück. Sehr viele diesmal, aber das kennen wir ja schon. Insgesamt hatten wir, wie ich oben sehe, 309 Steine.
Es liegen jetzt hier noch ein paar Teile vor mir, die werde ich, wie schon angekündigt, jetzt noch nicht direkt am Schiff verbauen. Hier den Kran vorne direkt am Bug, die beiden Kräne hier hinten vor der Brücke, wenn man so will. Was ist los? Ich hoffe, ihr habt nicht ein weiteres Mal vor, das, was ich denke. Nee, keine Sorge. Das haben wir nicht vor. Okay, das will ich hoffen. Wo ist denn übrigens der dicke Brummer abgeblieben? Keine Ahnung. Du hast ihm ja ganz schön eine verpasst. Ja, das hat er auch verdient. Zum einen wegen vorhin am Anfang hier und weil er während des Bauens hier die ganze Zeit genervt hat und als dicke Biene oder was auch immer hier rumgeflogen ist. Das war ziemlich nervig. Sehr witzig. Okay, also die 3 Kräne, dann natürlich den Mast. Der kommt jetzt auch noch nicht hier dran. Da haben wir hier das Krähennest mit einem kleinen runden 1er Steinchen unten dran. Das wird dann ersetzt hier durch das Steinchen mit dem LED für den Scheinwerfer. Ja, die beiden Dinge hier, das eine kommt noch oben auf den Mast, das andere hier vorne und da ist auch das erste Stahlseil, was dann nach oben an die Mastspitze geht. Die beiden Schwerter, die hier dran sind, was kommt da noch hin? Da kommt hier noch die britische und die US-amerikanische Flagge dran. Das werde ich jetzt auch noch nicht machen, also diese Dinge, die kommen dann ganz am Ende. Für den Moment lege ich jetzt das erstmal beiseite. Gut, außerdem aus der Tüte B des Lightkits sind jetzt noch 3 Elemente vorerst mal noch übrig, die erst zu einem späteren Zeitpunkt drankommen. Einmal hier Rot und Grün, Backbord und Steuerbord, die beiden Positionsleuchtensteine. Auch das wird voraussichtlich erst beim übernächsten Mal dann benötigt. Das ist erst hier weiter oben. Genauso hier noch diese Lichterkette, Lichterband, LED-Band. Das kommt dann hier unterhalb der Brücke zur Beleuchtung dorthin für den Gang und für die Bullaugen. Auch das wird jetzt noch nicht benötigt. Deswegen kann ich die Dinge jetzt mal noch wegpacken. Okay, Tüten 8 liegen bereit. Dann würde ich sagen, Brixie, wenn du auch soweit bist, dann geht es weiter mit den Tüten Nummer 8. Die zweite Hälfte des LED-Bandes, da gibt es keine Klebestreifen, sind auch nicht notwendig, wie man sieht, weil das LED-Band im Innern, in diesem Zwischenraum, in diesem Zwischengang sich befindet. Man sollte natürlich darauf achten, dass die LEDs nach außen zeigen. Und bei dem einen LED, welches sich zwischen dem weißen und dem braunen Steinchen befindet, hier im Bild zu sehen rechts, sollte man wiederum darauf achten, dass das LED auf dem Loch des weißen Steins zum Liegen kommt, damit es nicht beschädigt wird.
auch beim zweiten Bauabschnitt bei den Tüten 8 haben wir hier in der Anleitung wieder einen kleinen historischen Fakt zu unserem Schiff, nämlich dass die RMS Titanic ein königliches Postschiff war. Das RMS steht für Royal Mail Ship und in dieser Funktion jede Menge Fracht und Post für die Royal Mail als auch für den US Postal Service beförderte. There are some lies that seem so dark. How could you walk against the wind? How could you stop the earth go round? You never know which road to take. One never knows which way goes down. Will you get backwards to the shore? Are you ready for the fight? There are some things you cannot change. There are some ways you cannot play. There are some thoughts you cannot tell. You can howl out every day. Tonight you will not sleep at all. Someone inside your head will roll How far can you run in the dark? until you crash into a wall. Ja, das waren die Tüten Nummer 8. Es sind wieder 4 kleine Steinchen übrig. Und wir hatten, wie man oben sieht, jetzt 311 Steine zusammen mit den 309 von den Tüten Nummer 4. Haben wir damit heute insgesamt 620 Steine verbaut. Und das wollen wir jetzt auch mal in unsere schicke neue Tabelle eintragen, die jetzt hier eingeblendet wird. 309 bei den Tüten Nummer 4 und 311 bei den Tüten Nummer 8. Damit haben wir jetzt auch 4.980 Steine insgesamt verbaut. Bedeutet mehr als die Hälfte. Was ist denn jetzt schon wieder? Nichts. Gar nichts. Ich musste nur noch mal an vorhin denken. Ja, das fandest du wohl lustig. Drauf kannst du einen lassen. War ja klar. Was auch sonst. Kann ich weitermachen, dass wir zum Ende kommen? Kann weitergehen. Okay, danke. Ja, zum Abschluss oder kurz jetzt vom Abschluss wollen wir natürlich auch noch hier die verbauten Leuchtelemente testen. Ich brauche hier etwas Platz, damit wir noch rüber. So, dann schauen wir mal. Das sieht auf der Steuerbordseite doch soweit ganz gut aus. Und dann die Gegenprobe auf der Backbordseite. So, erstmal wieder das Expansionboard ran. Ja, beim nächsten Mal werde ich hier auch diese beiden grauen Streben, sage ich mal, nochmal entfernen müssen, weil ich muss nochmal innen rein, um die ganzen Drähte, die da mittlerweile aufgelaufen sind, zusammenzufassen an einem solchen X-Expansionboard. So, dann halt
das herum. Und auch hier auf der Backbordseite sieht das soweit gut aus. Das hast du fein gemacht. Dankeschön. Du aber auch. Gut, beim nächsten Mal geht es dann ins Mittelteil und da kommen dann die Tüten Nummer 17 und 18 an die Reihe, sowie eben die Tüte Nummer C vom Leuchtkit Game of Bricks. Dann auch wieder solche Ja, LED-Bänder zum Ankleben? Ja, ich gehe schon davon aus, dass das die gleichen Leuchtelemente sind, weil ich wüsste jetzt nicht, warum die anders sein sollten. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Also, gut, schauen wir mal. Was ist das denn? Das ist auf jeden Fall keine LED-Kette. Das sieht nach Honig aus. Das riecht nach Honig. Und das schmeckt nach Honig. Sehr witzig. Da ist er wieder, der dicke Brummer. Unsere Biene. Und hat mir, wie man sieht, ein Geschenk gebracht. Sehr, sehr lustig. Ja, sehr, sehr witzig. Ich will für euch hoffen, übrigens, oder für dich, Yellowstone, dass da nur Honig drin ist und nicht... Nee, keine Sorge. Die liegen in der Schachtel. Nee, okay. Das wäre jetzt natürlich noch die Krönung gewesen, wenn da diese LED-Bänder noch drin gewesen wären. Okay, ja. Damit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Das war's für heute. Ich muss jetzt erstmal hier, warum ich? Die Sauerei, die macht ihr weg. Dann alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, und, Alles Gute. ja, und ihr macht jetzt, wie gesagt, hier die Sauerei weg. Jawohl, Chef. Und dann drückt Stopp.